willkommen. Geht's Ihnen allen gut? Ja. Es war ein bisschen mager, ja. Also Mädels, wir stehen 2 Stunden in der Garderobe, um so auszuschauen, wie wir jetzt ausschauen. Und dann kommt ein Ja. Das Wetter. Das üben wir jetzt aber noch mal. Hallo, guten Abend. Seid ihr alle gut drauf? Ja, auch von meiner Seite her einen wunderschönen guten Abend hier im Kulturstadel. In Görlschwank. Ich liebe nun mal Blasmusik, das hat sich so ergeben. Und wenn man es gut richtig macht, dann kann man davon leben. Helena werd ich genannt, nur kurz hinter die Grenze. Ich liebe nicht nur Blasmusik, nein, ich blas auch. Hau ab! Wir sind vor 8 Jahren nach Wörlschwank gezogen und dann haben wir, man lernt natürlich neue Leute kennen, neue Kontakte und unter anderem eben Rika und Toni sind gute Freunde geworden und Rika wollte hier, weil das ist ja der Hof vom Toni, also von einem Freund von uns, sein Elternhof und Rika, seine Frau, wollte immer ein kleines Café. Und ich habe halt irgendwann gemeint, okay, wenn du ein kleines Café hast, wir haben dann noch einen Stadel übrig, weißt du was, ich möchte ein Theater. Und so ist das entstanden. Also wir zwei haben einfach, sie wollten Kaffee, ich wollte ein Theater, dann haben wir die anderen noch überzeugt und naja, dann haben wir umgebaut und jetzt gibt es einen Kulturstadel. Ich kann dich beruhigen. Ich bin keine echte. Ich mache hier nur mit. Ja, nein, die biologisch echte ist sie, ja. Gott hat's ihr gegeben, ja. Das war eigentlich aus einer Weinlaune 2012 heraus. Da war ich zusammen mit meinem damaligen Soul-Stadelpartner aus München, dem Nick Feliz, in meinem Atelier. Haben wir da gemütlich beieinander gehockt und haben uns überlegt, Mensch, wir als gemischtfarbige Menschen, also eher deutsch-afrikanisch und bei mir ja griechisch, afroamerikanisch mit bayerischen und auch schwäbischen Einflüssen. Wir müssten doch mal irgendwie so eine Art Musikantenstadel auf die Beine stellen, wo sich all die Elemente, die uns ausmachen, als Mischlinge aufeinandertreffen. Dann ist das allererste, was mir in den Kopf schoss, war ein Wolpertinger. Darum sitzt er hier auch. Mir geht's einfach nur durch alle Sorgen zum Leid. Will ich mit dir los, bin ich so wie im Traum. Nur los wie in Himmel eine Schau. Die ganze Woche haben wir für uns gut Zeit. Der Samstag ist so weit, doch dann bin ich bereit. Denn dann kommst du und stehst vor meiner Tür. Dann gehst du erst mit mir. Und ich find's schön mit dir. Wir sind Wolpertinger. Wolpertinger gehört irgendwie in die Berge, also auch nach Bayern. Lass uns da was machen. Und ruckzuck ist dann irgendwie aus der Weinlaune das Wort Soul-Stadel entstanden, weil wir eben uns beide der Soulmusik verbunden fühlen. Und dann ging das Schlag auf Schlag. Dann wussten wir, okay, wir haben Soul als Musik, Stadel ist der bayerische Anteil. Komm, lass uns Alphörner dazu nehmen, ein Hackbrett, eine Zither. Und so entstand dann der erste Soul-Stadel. Es wird so gleich dunkel, es wird schon gleich Nacht, drum komm ich zu dir. Dann ist es nicht nur die Musik und das Event, es ist ja auch die Botschaft, dass das alles so bunt und vielfältig ist. Dieses Bayern, also jetzt meine Heimat und ich auch doch ein bekennender Patriot, so. Ist vielleicht belegtes Wort, jetzt negativ, ich nehme es aber gerne in den Mund. Ich bin eine sehr heimatverbundene Person, aber es ist eben nicht nur die eine Heimat. Mich machen viele Teile aus, eben wie ein Wolpetinger. Oh nein. Oh nein. Das ist echt, muss das sein, oder? Ja, es muss sein. Jetzt bringen wir es schon zu Ende, gell, Freund? Ja, ich krieg's wieder, ich weiß. Schlaf, sie's Herz, sie's Kind.
Meine Wurzeln sind brasilianisch. Ich bin in Brasilien geboren. Bin aber in Augsburg aufgewachsen und ich arbeite eigentlich entweder als Fremdsprachenkorrespondentin oder als Betreuerin in Wohngruppen für Jugendliche. Genau, und das Singen, das ist eigentlich so ein schöner Ausgleich, den ich nebenher einfach habe. Und das mache ich halt am Wochenende, fast jedes Wochenende eigentlich bin ich irgendwie mit Singen unterwegs. Came into this world, Daddy's little girl, and Daddy made a soldier out of me. Daddy made me dance, and Daddy held my hand, and Daddy liked his whiskey with his tea. And we rode motorcycles, blackjack, classic vinyl, tough girl is what I had to be. He said, take care of your mother, watch out for your sister. Oh, that's when he gave to me. Es gab schon lustige Situationen, wo man einfach ganz klar angeschaut wird, wenn man irgendwie in eine Wirtschaft kommt oder so, dann ist man erstmal irgendwie was Besonderes, obwohl man das gar nicht sein möchte vielleicht und wird erstmal anguckt. Aber eigentlich immer im positiven Sinne. Also es ist auch lustig einfach, wenn mich dann kleine Kinder fragen, warum bist du so braun? Und dann erkläre ich ihnen halt, ja, wie es halt ist. Und dann ist das auch gut. Also ich finde das nett einfach. Und ich kann das auch gut verstehen, wenn man hier auf dem Land aufgewachsen ist und noch nicht viel rausgekommen ist oder vielleicht auch bei den älteren Leuten. Da ist es halt dann einfach so. Die kommen, fragen halt dann mal, was der Hintergrund ist und dann erklärt man es halt und dann ist lustig und nett. Und ja, die Leute reagieren vor allen Dingen auch immer so nett drauf, dass ich ja so unfassbar gut Deutsch sprechen würde. Das ist immer ganz witzig. Und dann sage ich, ja, ich bin hier auch aufgewachsen, mein ganzes Leben lang. Und dann ist die Antwort drauf, ja, aber du sprichst wirklich gut Deutsch. Also, aber ich nehme das immer als ganz lustig hin und es sind nette Unterhaltungen eigentlich. 'Cause when trouble comes to town, men like me come around. Oh, my daddy said shoot. Oh, my daddy said shoot. 'Cause when trouble comes to town, men like me come around. Oh, my daddy said shoot. Oh, my daddy said shoot. Hier in Deutschland gekommen als Soldat. Ich war Soldier in der Armee. So in 1972 hier gekommen. So, ich bin ungefähr 49 Jahre, fast 50 Jahre da in Deutschland. Ich habe alles gemacht. Nicht nur Jazz, Funk, Soul, Hip-Hop, Go-Go, klassisch. Ich mag die Hunter auch. Und die Bier Cert Music, das macht mir Freude, weil das Bier schmeckt mich. Oh yeah. Mein erstes Mal war in Stuttgart und ich habe meine erste Stuttgarter Bier getrunken als Soldat und das hat mich unter den Tisch gehauen. Und ich sage, nein, so geht's nicht. Und ich sage, ich muss mal üben. Und dann habe ich ein bisschen geübt und dann habe ich 2 Bier trinken können. I feel good, like I knew that I would now. I feel good, like I knew that I would now. So good, so good, thank you. So good, so good, thank you. Jetzt heute Abend für Sie auf dieser Bühne Miss. Ich sag's euch, man kriegt kein gutes Personal mehr, ne? Aber darf ich vorstellen, das ist Peter. Der zupft uns den ganzen Abend heute ein. Twitter-Unterricht erhalten mit 10
Und dann einfach auch dabei geblieben, was ja heute auch nicht mehr so der Fall ist, dass irgendjemand sein Instrument über die Jahre mit sich trägt. Und der Instrumentalbereich wurde halt dann einfach von mir selber erweitert, dass dann einfach die Gitarre dann irgendwann mit dazu kam und Bands und alles Mögliche. Was der Herzost, wir Bergwerk, weiß der Wahnsinn ist für mich, steh auf die. Was der Herzost, wir Bergwerk, weiß der Wahnsinn ist für mich, steh auf die. Ich habe eine Hardrock-Band und mir ist der Stil im Endeffekt egal, solange er gut ist. Solange die Musik gut ist, ist es zweitrangig, was dabei passiert. Und den Mädels dann wieder beim Umziehen helfen, ist ein wunderbarer Job. Guten Abend, wer bist du denn? Ich bin der Peter. Peter. Du bist ja süß. Ja, das finde ich ja süß. Seht ihr, das ist so nett aus, ein bisschen warm hier drin, gell? Aber süß. Ich mag ja sowas, gell? Verreist du bald? Nicht? Also ich habe nur gedacht, wenn du die Haare vorausgeschickt hast. Aber das ist so. Ah, ja, der Feind. Es sollte eine Kleinkunstbühne sein und Kleinkunst ist für mich sehr vielfältig. Also das hat jetzt, wir wollen auch nichts irgendwie ausschließen, sag ich mal. Es spielt auch mittlerweile hier alles Mögliche. Also vom Kabarett bis hin zu klassischen Konzerten, bis hin eben zu Travestie. Es gibt also eigentlich und auch volkstümliche Konzerte haben wir ja schon mit Blaskapelle. Also wir wirklich einfach, wir wollen so ein Kunterbunt-Programm eigentlich wirklich machen. Hier ist meine Kollegin Mombi. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about the science book. Don't know much about the French I took now. Ich weiß, wenn ich im Allgäu oder in Niederbayern in den Weiler gehe und würde da in eine Beutz gehen, dass die Menschen natürlich gucken, weil ich ein Exot bin, aber sie gucken zu Recht und sind neugierig, weil ich eben halt mal jetzt von der phänotypischen Erscheinung ein Exot bin. Wenn mir was Exotisches über den Weg läuft, schaue ich genauso. Ich finde sogar eher, dass auf einem Land eine andere Neugierde vorherrscht als jetzt in der Stadt. Weil auf dem Land wird die ganz schnell gefragt, wo bist denn du her? Das passiert mir jetzt in der Stadt nicht. Wenn du als schwules Paar aufs Land ziehst, dann denkst du dir am Anfang, okay, wir schauen jetzt mal, was passiert. Also jagen sie dich mit der Mistgabel raus oder funktioniert's? Und ich muss sagen, wir sind unwahrscheinlich gut aufgenommen worden. Klar haben die Leute am Anfang geguckt, das war natürlich dann aus, es hieß, das sind die zwei Männer, ne? Also irgendwie. Wir sind aber auch offen auf die Leute zu. Und das war eigentlich, glaube ich, auch was das Eis schnell gebrochen hat irgendwie. Und wir hatten sehr schnell Kontakt mit dem Dorf, waren auch voll mit dabei, eigentlich relativ schnell im Geschehen. Und deswegen war das auch mit der Travestie, weil das ist ja ein Teil von mir, den ich eigentlich mein Leben schon immer begleitet hat. Und dann haben wir gedacht, na, dann dürfen sie den Teil auch kennenlernen. Der Björn und ich und aber auch alle Teilnehmer dieses Soul-Stadels Volume 3, wir sind so offen und natürlich mit Andersartigkeit, jetzt Travestiekunst betreffend oder unser James, der Südstaaten-Bluesmann oder jetzt hier unsere Lady Caramel mit brasilianischem Background. Das ist alles so selbstverständlich gewesen, dieses Zusammenkommen und es war ein Fluss und ich glaube, das Publikum spürt das. Ride on the river for free. Make me keep on turning, round and keep on burning. Rolling, 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 rolling on the river. I said rolling, 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 rolling on the river. Give up, choo 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 choo. Deutsche wie alle anderen dann auch, dadurch fällst du dadurch nicht auf, aber du fällst auf, weil du eben trotzdem in ihren Augen anders bist, weil du halt, ich meine, bei den einen ist die Nationalität, bei uns ist es halt dann eben unsere, nennen wir es mal eben Veranlagung oder unsere Lebensweise, dass wir eben anders leben. Dadurch wirst du genauso am Anfang erstmal begutachtet, aber das Gefühl ist schnell eben, ich sag ja, das ist schnell vorbei gewesen, also da muss ich auch sagen, sind sie hier sehr, sehr tolerant. Also weil wir haben auch andere Erlebnisse gehabt. Also wie gesagt, wir haben ja vorher, wo wir aus München raus sind, in alle Richtungen geguckt. Irgendwie. Wir haben uns andere Häuser angeguckt und wir haben auch Situationen erlebt, wo wir
wo Leute begeistert waren von uns, als wir aufgetaucht sind und als wir sie aufgeklärt haben, dass wir nicht nur 2 gute Freunde sind, sondern dass wir ein Paar sind und damit uns klar gemacht wurde, nein, danke, dann tut uns leid, das können Sie nicht haben, dieses Haus. Also das gab es schon, also deswegen waren wir auch gespannt, wie es läuft. Aber wie gesagt, also hier hat man Glück. What a wonderful world. Die Hauptsache ist, man muss Spaß haben. Und ich hoffe, dass ich den Spaß zu den Leuten bringen. Und das macht mich.